Sag mal, stehst du auch im Supermarkt und fragst dich, was davon ist jetzt wirklich gesund? Brot, ja oder nein? Eier, gut oder Cholesterinbombe? Der gesunde Saft? Und was ist mit den allgegenwärtigen Haferflocken, die uns als ultimatives Superfood in die Köpfe geprügelt wurden? Aber mal ehrlich, können wir wirklich erwarten, dass unser Wohl an erster Stelle steht? Big Food verdient Milliarden mit billigen, hochverarbeiteten Produkten. Big Pharma lebt davon, dass wir krank sind. Und Big Media hängt oft am Werbetropf genau dieser Industrien. Da muss man sich schon fragen, ist deren Ziel wirklich, dass wir kerngesund und fit sind? Wohl kaum. Was, wenn ich dir sage, genau diese Interessen sind schuld daran, dass du dich mit vermeintlich gesunden Haferflocken abmühst und dich trotzdem müde, schlapp oder sogar krank fühlst, weil es eben nicht zu unserer Natur gehört. Heute durchleuchten wir gemeinsam 9 Lebensmittel, die ständig für Verwirrung sorgen. Wir entlarven die Mythen nicht mit Marketingsprüchen, sondern mit logischem Denken, einem Blick auf unsere Evolution und echter Wissenschaft, gestützt auf konkrete Studien. Bleib dran, denn dieses Video gibt dir die Macht zurück, deine Gesundheit selbst in die Hand zu nehmen und auch mit über 40 topfit zu sein, wie ich es auch geschafft habe. Willkommen bei Life Algorithm, dem Kanal rund um Gesundheit und Fitness. Immer mit Fokus auf das, was wirklich funktioniert. Basierend auf Fakten, logischem Denken und gesundem Menschenverstand. Ich bin Arthur und ich helfe dir, dein Leben selbstbestimmt zu gestalten. Mein Credo lautet, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Und diese Entscheidung kannst nur du treffen, wenn du die Fakten kennst. Heute nehmen wir uns ganz konkrete Lebensmittel vor. 1. Brot, besonders Vollkorn und Sauerteig. 2. Eier. 3. Fruchtsäfte, 4 Haferflocken, 5 Kartoffeln, 6 rotes Fleisch, 7 Salz, 8 Soja und Sojaprodukte und 9 künstliche Süßstoffe. Wir prüfen, was ist dran an den Gesundheitsversprechen der Industrie, was sagt die Wissenschaft wirklich, wenn man genau hinschaut und was ergibt evolutionär Sinn. Also, was hat der Mensch über Hunderttausende von Jahren gegessen, um zu dem zu werden, was er ist? Ich habe schon in einigen meiner Videos über ähnliche Themen gesprochen, zum Beispiel in meinem Video Mythos Frühstück, warum du morgens nichts essen musst bzw. solltest. Da räume ich mit der Idee der wichtigsten Mahlzeit auf, was super zu unserem heutigen Thema Haferflocken passt. Oder schau dir auch mein Video zum Thema Kohlenhydrate an. Und keine Sorge, das wird keine trockene Vorlesung. Ich versuche alles praxisnah und verständlich zu erklären. Studien zu den Themen findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Also, hol dir etwas Popcorn, oder lass es lieber, vielleicht kennst du ja auch schon meine Meinung zum Thema Snacks. Und schnall dich an. Wir starten mit dem deutschen Heiligtum. Brot. Okay, lass uns über Brot reden. Auch über das vermeintlich gesunde Vollkornbrot oder Sauerteigbrot. Obwohl es als Grundnahrungsmittel gilt, gibt es aus meiner Sicht ein paar Haken, die du auf jeden Fall kennen solltest. Erstens, die sogenannten Antinährstoffe. Ein Beispiel ist Phytinsäure. Stell dir vor, die Phytinsäure schnappt sich im Darm wichtige Mineralien wie Eisen oder Zink und hält sie fest. Das Ergebnis? Dein Körper kann diese Mineralien nicht aufnehmen, auch wenn sie im Brot drin sind. Sie gehen quasi ungenutzt wieder raus. Zweitens, Lektine. Das bekannteste davon ist Gluten. Das sind im Grunde Abwehrstoffe der Pflanze. Gluten kann bei vielen Menschen die Darmschleimhaut reizen und durchlässiger machen. Das nennt man Leaky Gut. Wenn der Darm löchrig wird, können unverdaute Partikel und Bakterien ins Blut gelangen und im ganzen Körper Entzündungen verursachen. Und drittens, die Blutzuckerachterbahn. Getreide besteht hauptsächlich aus Stärke, die dein Körper blitzschnell in Zucker umwandelt. Dein Zucker schießt in die Höhe, der Körper schüttet viel Insulin aus, um den Zucker wegzuräumen. Und kurz darauf fällst du in ein Tief. Das macht müde, unkonzentriert und löst Heißhunger auf die nächste Portion Kohlenhydrate aus. Ein echter Teufelskreislauf. Moment mal, sagen jetzt vielleicht einige. Was ist mit Sauerteig? Ja, Sauerteig ist interessant. Die Fermentation baut einige dieser problematischen Stoffe wie Phytinsäure und Lektine teilweise ab. Das kann das Brot etwas verträglicher machen. Aber, und das ist wichtig, es ist immer noch Getreide. Die hohe Kohlenhydratlast bleibt und für viele Menschen können auch die restlichen Reizstoffe noch Probleme machen. Es ist also keine komplette Entwarnung. Dass unsere moderne getreidereiche Ernährung problematisch sein kann, ist übrigens keine brandneue Erkenntnis. Schon vor fast 100 Jahren hat Forscher Dr. Weston Price das in seinem Buch Nutrition and Physical Degeneration eindrucksvoll dokumentiert. Er reiste um die Welt und sah, Naturvölker, die sich traditionell ernährten, oft ohne oder mit sehr wenig Getreide, hatten Top-Zähne und waren erstaunlich gesund. Sobald sie aber anfingen, westliche Produkte wie Weißmehl und Zucker zu essen, ging es bergab. Karies, Zivilisationskrankheiten nahmen rasant zu.
Das ist ein starkes Indiz dafür, dass Getreide und Zucker in den Mengen, wie wir sie heute essen, absolut nicht optimal ist. Warum wird uns Getreide dann so stark empfohlen? Naja, es ist billig im Anbau, lange haltbar und Big Food verdient damit Milliarden. Es lässt sich halt billigst zu Brot, Nudeln, Müsli, Cornflakes und so weiter verarbeiten. Mein Fazit ist daher klar: Brot, egal ob Vollkorn oder Sauerteig, ist für mich kein ideales Lebensmittel für den Menschen. Es ist evolutionär gesehen relativ neu in unserer Ernährung, liefert im Vergleich zu Gemüse, Eiern oder Fleisch viel weniger wertvolle Nährstoffe und kann eben bei vielen Menschen zu Problemen führen. Und wenn es bei manchen Menschen zu Problemen führt, die vielleicht etwas stärker darauf reagieren, ist es einfach für uns alle schlecht. Ich sehe es eher als Genussmittel, das man sich bewusst und selten gönnt. Kennst du das hier vielleicht? Das ist oft die Blutzuckerachterbahn, die zu einem Crash führt, nach zu viel Getreide. Kommen wir zum Eiermythos. Eier erhöhen das Cholesterin und verstopfen die Arterien. Das geistert seit den 70ern herum, basierend auf veralteten Annahmen. Die Realität: Eine große Meta-Analyse unter der Leitung von Dr. Mashid Degan von der McMaster University fasste Daten von Hunderttausenden Teilnehmern zusammen. Das Ergebnis: Kein signifikanter Zusammenhang zwischen moderatem Eierkonsum bis zu einem Ei pro Tag, oft auch mehr, und dem Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei gesunden Menschen. Warum ist das so? Unser Körper ist clever. Er produziert den Großteil des Cholesterins selbst in der Leber, weil es lebensnotwendig ist. Wenn wir mehr Cholesterin über die Nahrung aufnehmen, fährt die Leber ihre eigene Produktion einfach herunter. Nur bei einem kleinen Teil der Bevölkerung funktioniert diese Regulation nicht perfekt. Eier sind wahre Nährstoff-Kraftpakete. Sie liefern 1. Hochwertiges Protein. Alle essentiellen Aminosäuren im perfekten Verhältnis. Bausteine für Muskeln und Immunsystem etc. 2. Gesunde Fette. Energie, wichtig für die Hormonbalance. 3. Vitamine. Reich an fettlöslichen Vitaminen A, D, E und K und B-Vitaminen, insbesondere B12, was kaum in Pflanzen vorkommt. Und Cholin. Cholin ist extrem wichtig für die Gehirnfunktion, die Lebergesundheit und den Fettstoffwechsel. Und das Eigelb ist eine der besten Quellen dafür. 4. Mineralstoffe. Eisen, gut verfügbar. Selen, Jod etc. Wie immer, denk logisch. Ein Ei ist der Bauplan und das Nährstoffpaket für ein ganzes Lebewesen. Natürlich muss es vollgepackt sein mit allem, was wichtig ist. Aber achte auf Qualität. Eier von freilaufenden Hühnern, die artgerecht gefüttert werden, haben oft ein besseres Fettsäureprofil, mehr Omega-3 und mehr Vitamine. Mein Fazit: Eier sind ein fantastisches, natürliches und nährstoffreiches Lebensmittel. Lass dich nicht vom alten Cholesterin-Mythos verunsichern. Eier sind ein perfekter, sättigender Start in den Tag, wenn man denn unbedingt frühstücken muss, was ich ja nicht empfehle. Wer tiefer in die Cholesterinlüge und die Wahrheit über gesättigte Fette eintauchen will, dem empfehle ich das Buch Die große Fettlüge von Nina Teichholz. Absolut augenöffnend und akribisch recherchiert. Dann mein Lieblingsthema: Orangensaft zum Frühstück. Der Inbegriff von Gesundheit. 100% Frucht. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, DGE, empfiehlt sogar Saft als Teil der Basis ihrer Ernährungspyramide. Der Denkfehler: Saft ist ungleich Frucht. Denk logisch. Beim Pressen werden die wertvollen Ballaststoffe entfernt. Diese Fasern im Fruchtfleisch verlangsamen normalerweise die Zuckeraufnahme im Darm. Ohne sie trinkst du quasi Zuckerwasser mit ein paar Vitaminen. Der Zucker schießt ins Blut, dein Blutzuckerspiegel steigt rasant an. Ein Glas O-Saft enthält ungefähr so viel Zucker wie ein Glas Cola. Und das ist hauptsächlich Fruchtzucker, Fructose. Und nein, Fruchtzucker ist nicht gesund. Es gibt keinen gesunden Zucker. Große Mengen Fructose auf einmal ohne Ballaststoffe müssen fast vollständig von der Leber verstoffwechselt werden. Das kann die Leber überlasten und auf Dauer zur Fettleber führen. Ja, auch ohne Alkohol. Und obendrauf noch Insulinresistenz begünstigen. Das hat Professor Dr. Robert Lustig an der University of California in seinen Arbeiten sehr deutlich gemacht. Fructose in dieser Form wirkt im Körper eher wie ein Gift als ein Nährstoff. Außerdem sättigt Trinken viel schlechter als Essen. Das Kauen, das Volumen der ganzen Frucht im Magen, all das signalisiert dem Gehirn Sättigung. Ein Glas Saft rauscht einfach durch. Die Industrie liebt diese Säfte. Hohe Marge, gesundes Image durch den Vitaminanstrich. Mein Fazit: Trink Wasser. Das ist das beste Getränk. Iss ganze Früchte, wenn du Lust auf Süßes und Vitamine hast. Säfte sind Süßigkeiten in flüssiger Form. Wenn du mehr über die Zuckerfalle wissen willst, empfehle ich dir das Buch Mit Leichtigkeit aus der Zuckerfalle. So, und jetzt kommen wir zu Haferflocken. Leute, für mich ist das wirklich der Inbegriff eines gehypten Lebensmittels. Mal ehrlich,
Hast du schon mal jemanden getroffen, der nicht glaubt, Haferflocken seien das Nonplusultra für die Gesundheit? Ich noch nie. Das zeigt, was für eine Meisterleistung das Marketing von Big Food dahingelegt hat. Überall liest und hört man Powerfrühstück, gut fürs Herz, senkt das Cholesterin. Selbst Leute, von denen man es nicht erwarten würde, plappern diesen Scheiß einfach nach. Aber lasst uns mal hinter diese Marketingfassade blicken. Was sind die Fakten? Hafer ist nun mal Getreide. Und das bedeutet, wie wir schon beim Brot besprochen haben, dass da Dinge drin sind, über die wir reden müssen. Punkt 1. In Hafer sind wie in jedem Getreide Antinährstoffe, wie zum Beispiel Phytinsäure, die wertvolle Mineralien für uns blockieren kann. Punkt 2. Die hohe Kohlenhydratlast, die bei vielen den Blutzucker auf Achterbahnfahrt schickt. Und drittens, im Hafer ist Avenin. Das ist ein Protein, fast wie Gluten. Und genau deshalb kann es bei Glutenempfindlichkeit oder Zöliakie ähnliche Probleme machen. Kreuzreaktivität nennt man das. Also, selbst wenn du meinst, Hafer geht klar, Vorsicht, wenn du mit Gluten auf Kriegsfuß stehst. Schalten wir wieder den gesunden Menschenverstand ein. Warum sollten wir uns auf ein Lebensmittel verlassen, das evolutionär relativ neu ist, potenzielle Probleme birgt und dessen positive Effekte oft übertrieben dargestellt werden, während gleichzeitig die Nachteile verschwiegen werden? Es ist extrem auffällig, wie viele positive Haferstudien von der Lebensmittelindustrie, zum Beispiel von großen Cerealienherstellern wie Quaker Oats aus Amerika, gehört zu PepsiCo, gesponsert werden. Das Ergebnis? Studien, die von der Industrie bezahlt wurden, zeigten eine deutliche Einseitigkeit zugunsten positiver Ergebnisse. Das heißt, die Resultate sind oft verzerrt und nicht neutral. Das sollte uns extrem skeptisch machen, wenn wir das nächste Mal wissenschaftlich bewiesen auf einer Müsli-Packung lesen. Mein Fazit: Haferflocken sind massiv überbewertet. Der Hype ist größtenteils Marketing. Sie sind okay, wenn man sie verträgt und selten isst, aber sicher kein tägliches Muss und schon gar kein Superfood. Eier mit Gemüse oder ein paar Nüsse mit Beeren sind ein deutlich besserer, nährstoffreicherer und blutzuckerstabilerer Start in den Tag. Kommen wir zur Kartoffel, Dickmacher oder Kraftknolle. Die Kartoffel oft als leere Kohlenhydrate abgetan. Aber sie ist eine natürliche Knolle, die unter der Erde wächst, kein hochgezüchtetes, verarbeitetes Getreideprodukt. Denk logisch, unsere Vorfahren haben sicher Wurzeln und Knollen gesammelt und gegessen. Das ist Teil unserer natürlichen Nahrung. Was ist in Kartoffeln drin? 1. Stärke. Liefert Energie in Form von komplexen Kohlenhydraten. 2. Ballaststoffe. Fördern die Verdauung und Sättigung. 3. Vitamine, insbesondere Vitamin C und verschiedene B-Vitamine. 4. Mineralstoffe, vor allem Kalium, das wichtig für den Blutdruck und die Muskelfunktion ist. Ein spannender Punkt bei Kartoffeln: lässt du sie nach dem Kochen abkühlen, entsteht resistente Stärke. Die ist super, denn sie wird im Dünndarm kaum verdaut. Das hält deinen Blutzucker stabiler. Stattdessen gelangt sie in den Dickdarm, wo sie deine guten Darmbakterien füttert. Diese produzieren daraus dann nützliche Stoffe, die deine Darmgesundheit fördern und Entzündungen entgegenwirken können. Ein echter Win-Win. Und noch ein Tipp: die Süßkartoffel ist eine tolle Alternative. Sie ist botanisch nicht eng mit der Kartoffel verwandt, hat aber ähnliche Vorteile. Sie punktet zusätzlich mit viel Beta-Carotin, Vorstufe von Vitamin A, und hat oft einen etwas niedrigeren glykämischen Index, lässt also den Blutzucker weniger langsam ansteigen als normale Kartoffeln, wobei der GI stark von der Zubereitung abhängt. Gekocht, gedämpft, gebacken, Ofenkartoffel als Püree, super. Frittierte Pommes oder fettige Bratkartoffeln in schlechten Pflanzenölen sind natürlich keine Gesundheitskost. Mein Fazit: Kartoffeln und Süßkartoffeln sind in Maßen eine gute, natürliche Kohlenhydratquelle, wenn sie richtig zubereitet werden. Sie sind eine viel bessere Wahl als Getreideprodukte, weil sie weniger Antinährstoffe enthalten und Teil unserer evolutionären Nahrung sind. Es kommt darauf an, was du daraus machst. Kommen wir zu rotem Fleisch. Krankmacher oder Lebenselixier. Rotes Fleisch, der Buhmann der Nation. Angeblich verantwortlich für Krebs, Herzkrankheiten, Quell allen Übels. Aber denken wir logisch. Wir sind seit Ewigkeiten Jäger und Sammler. Fleisch war eine zentrale Energie- und Nährstoffquelle, die unsere Gehirnentwicklung erst ermöglicht hat. Wenn rotes Fleisch per se so schädlich wäre, wie die Industrie uns weismachen möchte, hätten wir es evolutionär wohl kaum so weit geschafft. Schauen wir uns das Nährstoffprofil von Fleisch an. Fleisch ist das einzige Lebensmittel, das alle Stoffe liefert, die wir zum Leben brauchen. Die Qualität ist natürlich entscheidend. 1. Bestes Protein. Alle essentiellen Aminosäuren in perfekter Bioverfügbarkeit. 2. Eisen. Die Form von Eisen, die unser Körper 5 bis 10 Mal besser aufnehmen kann als pflanzliches Eisen. Entscheidend gegen Müdigkeit und für Leistung. 3. Vitamin B12.
essentiell für Nerven, Blutbildung, DNA-Synthese. In Pflanzen praktisch gar nicht vorhanden. Deshalb müssen Veganer auch supplementieren. 4. Zink. Wichtig fürs Immunsystem, Wundheilung, Hormonproduktion. 5. Kreatin. Liefert schnelle Energie für Muskeln und Gehirn. 6. Gesunde Fette. Ja, auch gesättigte Fette. Diese sind wichtig für stabile Zellmembranen und die Produktion von Hormonen wie Testosteron. Die Verteufelung von gesättigten Fetten basiert auf veralterter Wissenschaft. Die viel zitierten Studien, die Fleisch mit Krankheiten verbinden, sind oft epidemiologische Beobachtungsstudien, die nur Korrelationen, keine Ursachen zeigen können. Aber es gibt auch andere Stimmen, und zwar von unabhängigen Forschern. Eine wichtige Analyse stammt von der Gruppe NutriRex unter der Leitung von Dr. Bradley Johnston. Sie wurde 2019 in den renommierten Annals of Internal Medicine veröffentlicht und hat die Studienlage nach sehr strengen Kriterien bewertet. Und ihr klares Fazit war, die Beweise dafür, dass wir weniger rotes Fleisch essen sollten, sind extrem schwach. Sie fanden kaum nennenswerte Risiken bei normalem Konsum. Ganz wichtig ist dabei aber die Unterscheidung. Ein gutes Steak ist eben nicht dasselbe wie eine hochverarbeitete Wurst voller Chemie. Naturvölker mit hohem Fleischkonsum, wie zum Beispiel die Maasai oder Inuit, sind meiner Meinung nach die beste Studie. Sie zeigen bei hohem Fleischkonsum keine unserer Zivilisationskrankheiten. Starke Lobbys, oft aus der Agrar- und Lebensmittelindustrie, die pflanzliche Alternativen herstellen, pushen Fleischersatzprodukte und finanzieren Studien, die Fleisch schlecht dastehen lassen. In meinem Video über vegane Ernährung erläutere ich, warum Veganer oft viel ungesünder leben, als ihnen bewusst ist. Achte aber du unbedingt auf die Qualität. Fleisch von Weidetieren hat ein viel besseres Omega-3 zu Omega-6 Fettsäureverhältnis und mehr Nährstoffe als Fleisch aus der Massentierhaltung. Mein Fazit: Hochwertiges, unverarbeitetes rotes Fleisch ist ein extrem nährstoffreiches und gesundes Lebensmittel, das Teil einer artgerechten menschlichen Ernährung ist. Neben dem Buch Die große Fettlüge ist auch das Buch Weizenwampe, warum Weizen dick und krank macht von Dr. Williams Davis relevant, da er oft die Vorteile einer getreidefreien Ernährung betont, die häufig viel mehr Platz für hochwertige tierische Produkte lässt. Nächstes Thema: Salz. Weißes Gift oder lebensnotwendig? Salz ist böse. Isst so wenig wie möglich. Diese pauschale Empfehlung ist überholt und potenziell gefährlich. Der Fakt ist, Salz, also Natriumchlorid, ist für unseren Körper absolut überlebensnotwendig. Natrium ist entscheidend für 1. Die Übertragung von Nervenimpulsen. Ohne Natrium keine Kommunikation im Nervensystem. 2. Die Muskelkontraktion, auch die des Herzmuskels. So viel zum Thema Salz ist schlecht für das Herz. 3. Die Regulierung des Flüssigkeitshaushalts und des Blutdrucks, ja, auch zur Aufrechterhaltung. 4. Den Transport von Nährstoffen in die Zellen. Ein Mangel an Natrium kann zu Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schwindel, Muskelkrämpfen und im Extremfall sogar zu lebensbedrohlichen Zuständen führen. Woher kommt also der schlechte Ruf? Das Problem ist meist nicht das Salz an sich, sondern 1. Die Menge macht das Gift. Wir nehmen oft viel zu viel Salz über hochverarbeitete Lebensmittel wie Fertiggerichte, Fastfood, Snacks, Wurstwaren, Backwaren und so weiter auf, ohne es zu merken. 2. Die Qualität. Das meiste Salz in diesen Produkten ist raffiniertes Industriesalz, reines Natriumchlorid, dem oft wichtige Begleitmineralien wie Magnesium und Kalium entzogen wurden und dem Rieselhilfen hinzugefügt werden, wie zum Beispiel Aluminiumverbindungen. 3. Der Kontext. Entscheidend ist oft das Zusammenspiel. Wenn hoher Salzkonsum auf eine ungesunde Ernährung trifft, also viel Zucker und Kohlenhydrate, die den Körper auf Wasser speichern lassen, und dann noch Bewegungsmangel hinzukommt, dann kann diese Mischung bei manchen Menschen tatsächlich zu sehr hohem Blutdruck führen. Wie immer, denk logisch. Wenn du dich natürlich und unverarbeitet ernährst, selbst kochst und wenig Fertigprodukte isst, ist die Gefahr einer übermäßigen Salzzufuhr gering. Im Gegenteil, gerade bei einer kohlenhydratarmen Ernährung wie Low Carb oder Keto scheidet der Körper mehr Wasser und damit auch mehr Salze aus. Das liegt daran, dass niedrigere Insulinspiegel die Nieren veranlassen, weniger Natrium zurückzuhalten. Dann kann es sogar wichtig sein, bewusst auf eine ausreichende Zufuhr von gutem Salz zu achten, um Mangelerscheinungen vorzubeugen. Das betont auch Dr. James DiNicolantonio in seinem Buch Die Salzlüge. Mein Tipp: Verwende unraffiniertes Meersalz oder Ursalz, wie du hier siehst. Diese enthalten neben Natriumchlorid noch viele weitere wertvolle Mineralien und Spurenelemente in natürlicher Balance. Salze dein Essen nach deinem Geschmack. Dein Körper hat oft ein gutes Gespür dafür, was er braucht. Mein Fazit: Salz ist nicht der Feind, ganz im Gegenteil, es ist sogar lebensnotwendig. Achte auf die Qualität, also unraffiniert,
und meide den versteckten Salzkonsum in Fertigprodukten. Kommen wir zu Soja, eine gesunde Alternative oder ein Hormonchaos. Soja wird oft als gesunde pflanzliche Alternative zu Fleisch- und Milchprodukten beworben. Tofu, Sojamilch, Sojajoghurt, die Regale sind voll davon. Aber auch hier lohnt sich ein kritischer Blick, besonders aus der Perspektive einer naturnahen, evolutionären Ernährung. Der erste Kritikpunkt bei Soja ist die hohe Verarbeitung. Die meisten Sojaprodukte, die wir konsumieren, außer vielleicht traditionell lange fermentierte Produkte wie Natto, Tempeh oder Miso, sind hoch verarbeitet. Tofu wird aus Sojamilch hergestellt, die wiederum aus eingeweichten, pürierten und gefilterten Bohnen gewonnen wird. Sojaisolate in Fleischersatzprodukten sind noch stärker verarbeitet. Punkt 2. Antinährstoffe, auch bei Soja. Soja enthält relativ hohe Mengen an Phytinsäure, was die Mineralstoffaufnahme hemmt, und Lektin, die den Darm reizen. Es enthält auch Goitrogene. Das sind Stoffe, die die Aufnahme von Jod in die Schilddrüse blockieren können. Das kann die Produktion von Schilddrüsenhormonen stören, besonders wenn gleichzeitig ein Jodmangel besteht. Muss ja einen Grund haben, warum so viele Probleme mit der Schilddrüse haben. Punkt 3. Phytoöstrogene. Soja enthält Phytoöstrogene. Das sind Pflanzenstoffe, die wie Östrogen wirken können. Die Auswirkungen auf unseren Hormonhaushalt, gerade bei Männern oder hohem Konsum, sind aber komplex und umstritten. Eine Studie von Dr. Vogel fand im Jahr 2021 Hinweise auf mögliche Schilddrüsenprobleme durch hohe Dosen von Phytoöstrogenen bei Risikogruppen und empfahl Vorsicht. Fazit: Die hormonelle Wirkung von Soja ist nicht abschließend geklärt. Daher ist auch hier auf jeden Fall Skepsis angebracht. Punkt 4. Evolutionär ist Soja eine Hülsenfrucht, die in dieser Form und Menge keine traditionelle Nahrung für die meisten menschlichen Populationen darstellt. Außerhalb Asiens und dort auch nur fermentiert, was die Antinährstoffe reduziert. Für Big Food ist Soja aber super. Soja ist billiger anzubauen, oft gentechnisch verändert und mit Pestiziden belastet und wird von der Lebensmittelindustrie massiv als gesunde, pflanzliche und nachhaltige Alternative gepusht. Mein Fazit: Aus meiner Sicht passen hochverarbeitete Sojaprodukte nicht optimal in eine naturnahe, artgerechte Ernährung. Die enthaltenen Antinährstoffe, die Goitrogene und die potenziell hormonaktiven Substanzen geben Anlass zur Vorsicht, besonders bei regelmäßigem und hohem Konsum. Es gibt bessere pflanzliche Alternativen, wie zum Beispiel Nüsse oder Samen und vor allem auch tierische Protein- und Nährstoffquellen. Der Schein trügt bei Soja. Last but not least, Süßstoffe, schlauer Ersatz oder süße Falle. Zum Schluss noch ein Blick auf die künstlichen und natürlichen Süßstoffe. Sie versprechen Süße ohne Kalorien. Perfekt für alle, die abnehmen oder Zucker meiden wollen, oder? Aber auch hier gibt es erhebliche Bedenken, die oft unter den Teppich gekehrt werden. Der erste Punkt: die Auswirkungen auf unsere Darmflora. Wir haben Billionen von wichtigen Bakterien im Darm, aber künstliche Süßstoffe können dieses empfindliche Gleichgewicht stören. Das zeigt die Forschung des Weizmann-Instituts. Süßstoffe wie Saccharin oder Sucralose können die Darmbakterien so verändern, dass es zu Problemen kommt, wie zum Beispiel Entzündungen, Verdauungsstörungen und Stoffwechselprobleme. Und jetzt kommt's. Das Weizmann-Institut konnte sogar zeigen, dass diese Süßstoffe beim Menschen zu Glukoseintoleranz führen können, also einer Vorstufe von Diabetes. Das ist genau das Gegenteil von dem, was uns versprochen wird. Punkt 2. Die Stoffwechselverwirrung. Unser Körper ist darauf programmiert, süß gleich Energie, also erwartet er Kalorien. Wenn wir etwas Süßes schmecken, aber keine Kalorien ankommen, kann das die komplexen hormonellen Signale für Hunger, Sättigung und Blutzuckerregulation durcheinander bringen. Studien deuten darauf hin, dass das Gehirn quasi überlistet wird und das Verlangen nach echten Kalorien, insbesondere Zucker, sogar noch steigt. Es gibt auch Hinweise, dass manche Süßstoffe trotzdem eine gewisse Insulinausschüttung provozieren können, obwohl kein Zucker da ist. Punkt 3 ist die Gewöhnung an Süße. Süßstoffe halten die Gewohnheit und das Verlangen nach extrem süßem Geschmack aufrecht. Es ist viel sinnvoller, sich diese übermäßige Süße generell abzugewöhnen, um wieder die natürliche Süße von zum Beispiel Obst genießen zu können. Aus eigener Erfahrung kann ich dir sagen, wenn du auf Zucker verzichtest oder fast komplett darauf verzichtest, wird ein Apfel so süß wie noch nie in deinem Leben schmecken. Punkt Nummer 4. Natürliche Süßstoffe. Auch bei als natürlich beworbenen Süßstoffen wie Stevia, oft chemisch extrahiert und mit Füllstoffen versehen, oder Zuckeralkoholen wie Erythrit, kann Blähungen und Durchfall verursachen, ist Vorsicht geboten. Sie sind meist hochverarbeitet und ihre langfristigen Auswirkungen, besonders auf das Mikrobiom bei regelmäßigem Konsum, sind teilweise noch komplett unklar. Mein Fazit: Die beste Strategie ist, den Konsum von Süßem generell drastisch zu reduzieren und sich von der ständigen Süße zu entwöhnen. Wasser ist das beste Getränk. Süßstoffe sind keine harmlose Alternative,
sondern potenziell problematische Chemikalien, die mehr schaden als nutzen können. Sie sind keine Freikarte für ungesundes Essverhalten. Ein weiteres Buch, das die Manipulation durch die Lebensmittelindustrie Big Food beleuchtet und oft auch die Zucker-Süßstoff-Problematik anspricht, ist Salt, Sugar, Fat: How the Food Giants Hooked Us von Michael Moss, wie die Lebensmittelkonzerne uns süchtig machen. Er deckt auf, wie gezielt Produkte entwickelt werden, um uns süchtig zu machen. Okay, das war intensiv, aber wichtig. Hier die Kernaussagen im Schnelldurchlauf, damit du die Kontrolle über deinen Teller zurückgewinnst. Erstens: Bei Getreideprodukten wie Brot und Hafer solltest du kritisch sein und sie eher meiden. Sie sind evolutionär betrachtet neu, enthalten Antinährstoffe und können deinen Blutzucker durcheinander bringen. Der Hype darum ist oft industriegetrieben und wissenschaftlich fragwürdig. Zweitens: Eier und rotes Fleisch sind Top-Nährstoffquellen und evolutionär absolut bewährt. Hab keine Angst vor Cholesterin oder Fett. Achte einfach auf die Qualität. Die Wissenschaft entlastet diese Lebensmittel zunehmend. Drittens: Fruchtsäfte sind problematisch. Sie sind praktisch flüssiger Zucker ohne die wichtigen Ballaststoffe und belasten deine Leber. Iss lieber ganze Früchte und trink Wasser. Wenn du nur eine Sache änderst: lass die süßen Getränke weg, wie ich immer zu sagen pflege. Viertens: Kartoffeln und hier besonders Süßkartoffeln sind in Maßen eine gute, natürliche Kohlenhydratquelle und besser als jedes Getreide. Achte aber unbedingt auf die Zubereitung. Fünftens: Salz ist lebenswichtig. Verwende unraffiniertes Salz und sei vorsichtig bei verstecktem Salz in Fertigprodukten. Sechstens: Soja solltest du kritisch sehen, vor allem wegen der starken Verarbeitung, der enthaltenen Antinährstoffe, Goitrogene und der potenziellen hormonellen Wirkung. Siebtens: Künstliche Süßstoffe können das Darmmikrobiom und den Stoffwechsel stören und halten die Gewohnheit an Süßes aufrecht. Meide sie besser. Die Quintessenz ist einfach und doch so kraftvoll. Zurück zur Natur. Iss echte, unverarbeitete Lebensmittel. Dinge, die deine Urgroßmutter noch als Essen erkannt hätte. Vertrau auf deinen gesunden Menschenverstand und die Weisheit der Evolution. Hinterfrage Marketingversprechen und lass dich nicht von Big Food, Big Pharma und Big Media für dumm verkaufen. Es geht um deine Gesundheit und deine Lebensqualität. An dieser Stelle möchte ich mein neues Lieblingszitat von Jim Rohn zum Besten geben. Wir alle müssen einen von zwei Schmerzen ertragen. Den Schmerz der Disziplin oder den Schmerz des Bedauerns. Disziplin fordert wenig, Bedauern lastet schwer. Ich hoffe, dieser Deep Dive hat dir geholfen, die Wahrheit hinter den Ernährungsmythen zu erkennen und dich bestärkt, deinen eigenen Weg zu gehen. Es geht nicht um Dogmen, sondern darum, informierte Entscheidungen für dich zu treffen. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, dann lass gerne einen Daumen da und abonniere den Kanal. Aktiviere auch die Glocke, damit du keine weiteren Videos verpasst, in denen wir solche Mythen aufdecken. Komm auch gerne in meinen Telegram-Kanal. Dort gibt es keinen Spam, sondern dort kannst du den Kanal aktiv mitgestalten. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung. Und jetzt bist du gefragt. Was war für dich die größte Überraschung? Welches Lebensmittel streichst du vielleicht von deiner Liste? Hast du Fragen, Kritik oder eigene Erfahrungen, die du teilen möchtest? Ab damit in die Kommentare. Ich lese und beantworte alles und freue mich auf den Austausch. Wenn du denkst, dieses Video könnte auch für deine Freunde, Familie oder Bekannte hilfreich sein, die vielleicht noch im Ernährungsdschungel feststecken, teilen, teilen, teilen. Wissen ist Macht, besonders wenn es um unsere eigene Gesundheit geht. Mein Plan für das nächste Video: Wir nehmen den Cholesterinmythos auseinander und schauen, was hinter der Panikmache steckt. Sei also dabei. Außer natürlich, die Telegram-Community hat andere Pläne und stimmt für ein anderes heißes Thema ab. Danke, dass du bis hier dabei warst. Bleib stark, denk logisch und iss gut. Und vergiss nie, Gesundheit ist eine bewusste Entscheidung. Peace out.